Willkommen zu einer inspirierenden Reise mit den Zitaten von Osho, dem visionären spirituellen Lehrer, der euch lehrt, über eure Grenzen hinauszugehen und das wahre Potenzial eures Seins zu entfalten. Oshos Weisheiten, tiefgründig und provokativ, bieten Wegweiser für die Suche nach innerem Frieden und Selbstverwirklichung. Taucht ein in seine lebensverändernden Worte, die eine Welt voller Bewusstheit, Liebe und Freiheit eröffnen. Wenn du deine eigene Gesellschaft nicht genießen kannst, wer sonst soll sie dann genießen können? Deine Beziehung zu den anderen ist nur ein Spiegelbild von dir selbst. Wenn du dich selbst liebst, liebst du deine Mitmenschen. Wenn du dich selbst hasst, hasst du deine Mitmenschen. Angst ist nichts anderes als das Fehlen von Liebe. Wende dich der Liebe zu und vergiss die Angst. Wenn du wahrhaft liebst, verschwindet die Angst von selbst. Wenn du eine Blume liebst, pflücke sie nicht. Denn wenn du sie pflückst, stirbt sie und es hört auf, das zu sein, was du liebst. Also, wenn du eine Blume liebst, lass sie sein. In der Liebe geht es nicht um Besitz. In der Liebe geht es um Wertschätzung. Das Leben ist nichts weiter als eine Möglichkeit, Liebe erblühen zu lassen. Freundschaft ist die reinste und höchste Form der Liebe. Es ist eine Form der Liebe ohne Bedingungen und Erwartungen, bei der man das Geben an sich genießt. Über Liebe nachzudenken ist einfach. Zu lieben ist sehr schwer. Es ist sehr leicht, die ganze Welt zu lieben. Doch wenn es darum geht, einen einzelnen Menschen zu lieben, fangen die Schwierigkeiten an. Mut ist eine Art Liebesaffäre mit dem Unbekannten. Fange an, diesen Moment zu leben und du wirst sehen, je mehr du lebst, desto weniger Probleme wird es geben. Das Neue ist dir noch fremd. Es kann ein Freund sein oder auch ein Feind, wer weiß. Niemand kann das sagen. Du kannst es erst wissen, wenn du das Neue zulässt. Daher die Angst. Es braucht nur eine Sache im Leben, in der Gegenwart verwurzelt sein. Versuche nicht zu werden. Ich kenne keinen größeren Mut als jenen, den man braucht, um in sich selbst zu schauen. Das Leben beginnt dort, wo die Furcht endet. Begehe so viele Fehler wie möglich und achte dabei nur auf eins, dass du nicht den gleichen Fehler zweimal machst. Dann wirst du wachsen. Lebe dein Leben auf alle möglichen Arten. Gut, schlecht, bitter, süß, dunkel, hell, Sommer, Winter. Erlebe alle Dualitäten. Habe keine Angst vor den Erfahrungen, denn je mehr Erfahrung du hast, desto reifer wirst du werden. Das Herz ist immer bereit zu riskieren. Das Herz ist ein Spieler. Der Kopf ist ein Geschäftsmann. Der Kopf will alles berechnen, er ist clever. Das Herz ist nicht berechnend. Die Mutigen stürzen sich kopfüber ins Abenteuer. Sie suchen bei jeder Gelegenheit die Gefahr. Sei realistisch, plane ein Wunder mit ein. Du weißt nie, ob du es schaffen wirst oder nicht. Es ist ein Glücksspiel, aber nur Spieler wissen, was Leben ist. Jeder Mensch kommt mit einem speziellen Schicksal auf diese Welt. Er hat etwas zu vollbringen, eine Nachricht zu vermitteln, eine Arbeit fertigzustellen.
Vergiss die Idee, jemand zu werden. Du bist schon ein Meisterstück. Du kannst nicht verbessert werden. Du musst es nur erkennen, realisieren. Sei die Person, die du bist. Versuche niemals, jemand anders zu sein. Nur so kannst du reifen. Reife akzeptiert um jeden Preis die Verantwortung, man selbst zu sein. Halte nie an etwas fest. An etwas festzuhalten ist der Grund unserer Unbewusstheit. Wovor hast du Angst? Was kann dir die Welt schon anhaben? Die Leute könnten über dich lachen? Das tut ihnen gut. Lachen ist immer eine gute Medizin. Die Wahrheit ist nicht etwas, das draußen entdeckt werden kann. Es ist etwas, das man im Inneren erkennen muss. Dunkelheit ist die Abwesenheit von Licht. Das Ego ist die Abwesenheit von bewusster Wahrnehmung. Ein gewisses Maß an Dunkelheit ist nötig, um die Sterne zu sehen. Liebe ist das Ziel, das Leben ist die Reise. Respektiere deine Einzigartigkeit und höre auf, dich zu vergleichen. Entspanne dich in deinem Sein. Ich lebe mein Leben basierend auf 2 Prinzipien. Erstens, ich lebe, als ob heute mein letzter Tag auf Erden wäre. Zweitens, ich lebe heute, als ob ich für immer leben würde. Die Frage ist nicht, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Die Frage ist, ob du vor dem Tod lebendig bist. Den Tod anzunehmen, ist der einzige Weg, über ihn hinauszugehen. Dann verschwindet er. Die Angst zu akzeptieren, ist der einzige Weg, frei von Angst zu werden. Dann wird die Energie freigesetzt und verwandelt sich in Freiheit. Mit jedem Atemzug atmest du das Leben ein und den Tod aus. Ein Mensch wird erst richtig Mensch, wenn er die volle Verantwortung für sich übernimmt, wenn er sich für alles, was er ist, verantwortlich fühlt. Das ist die Grundvoraussetzung und erfordert am meisten Mut. Stellt euch einmal eine Welt vor, in der jeder 100% seines Potenzials nutzt. Dann wären die Götter neidisch auf die Erde, dann wünschten die Götter auf Erden geboren zu werden. Dann wäre die Erde ein Paradies. Du fühlst dich gut, du fühlst dich schlecht. Diese Gefühle steigen aus deinem Unterbewusstsein, deiner Vergangenheit empor. Niemand außer dir selbst ist dafür verantwortlich. Niemand kann dich wütend machen und niemand kann dich glücklich machen. Du liegst nicht falsch. Nur die Art und Weise, wie du gelernt hast zu leben, ist falsch. Die Motivation, die du akzeptiert hast, gehört nicht dir. Sie erfüllt dein Schicksal nicht. Trauer bringt Tiefe. Freude bringt Höhe. Trauer bringt Wurzeln. Freude bringt Äste. Freude ist wie ein Baum, der sich dem Himmel entgegenstreckt, und Trauer ist wie die Wurzeln, die in das Erdinnere hineinwachsen. Beides wird benötigt. Je höher ein Baum wächst, desto tiefer verwurzelt er sich in der Erde. So wird die Balance aufrechterhalten. Genieße. Wenn du deine Arbeit nicht genießen kannst, wechsle sie. Worauf wartest du? Um Schmerz zu meiden, meiden Sie die Freude. Um den Tod zu meiden, meiden Sie das Leben. Der Tod des Egos wird der Beginn deines wahren Lebens sein.
Wenn ich sage, seid kreativ, meine ich damit nicht, dass ihr alle große Künstler oder große Dichter werden sollt. Ich meine einfach, lasst euer Leben ein Kunstwerk sein, lasst euer Leben ein Gedicht sein. Niemand hat die Macht, 2 Schritte auf einmal zu gehen. Du kannst immer nur einen Schritt nach dem anderen machen. Meine Meditation ist simpel. Sie bedarf keiner komplexen Praktiken. Sie ist Tanzen. Sie ist Singen. Sie ist in Stille zu sitzen. Ein weiser Mensch lässt die Vergangenheit jeden Augenblick los und geht wie neugeboren in die Zukunft. Für ihn ist die Gegenwart eine ständige Transformation, eine Wiedergeburt, eine Auferstehung. Zumindest eine Stunde am Tag schließe einfach die Augen. Sie zu schließen bedeutet, dass du für die Gesellschaft geschlossen bist. Keine Gesellschaft existiert, nur du, sodass du dich dir selbst zuwenden kannst. Am Ende bleibt dir nur das, was du von Anfang an bei dir hattest. Du kannst aus dieser Welt nur das mitnehmen, was du mitgebracht hast. Meine ganze Lehre besteht aus 2 Worten: Meditation und Liebe. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann schaue dir unbedingt auch die anderen Videos auf unserem Kanal an. Danke und bis bald!